Hello lovelies and welcome to another video with me. Today's video is going to be in German, so if you don't understand German, I would highly recommend you to turn on the subtitles now. But I would say I'm going to switch into my German self now. So, hallo auch nochmal auf Deutsch an euch alle. Heute endlich mal wieder ein Video in meiner Muttersprache. Ihr habt alle danach gefragt. Und heute ist es endlich soweit. Wie der Titel des Videos schon sagt, werde ich heute mal eine kleine Challenge machen. Da mir im Moment nicht so wirklich nach Mode- und Styling-Videos zumute ist, habe ich mir gedacht, kann ich doch mal so eine Lese-Challenge ausprobieren. Ich werde euch mal so ein bisschen mitnehmen. Es wird also so ein bisschen wie eine Art Vlog werden. Ich wollte das schon ziemlich lange mal machen. Ich lese ja unglaublich gerne und ich würde wirklich gerne mal wissen, wie viel ich lesen kann, wenn ich mich mal wirklich drauf konzentriere, innerhalb 24 Stunden. Ich werde wahrscheinlich zwischendurch trotzdem mal schlafen und ich werde, denke ich, auch trotzdem mal kurz rausgehen und selbstverständlich auch meine restlichen menschlichen Bedürfnisse stillen. Aber ansonsten werde ich mich nur aufs Lesen konzentrieren. Bedeutet auch kein Handy, keine Filme, kein YouTube, Instagram, was weiß ich. Es wird sozusagen auch eine Art Detox für mich, was auch mal ganz schön ist, muss ich sagen. Mein Plan ist, mindestens ein Buch fertig zu lesen. Schön wäre es, wenn ich 2 schaffe. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Die Bücher, die ich mir ausgewählt habe, sind diese 2, und zwar Agatha Christie Bücher. Ihre Bücher sind ja jetzt nicht ganz so dick im Vergleich zu manch anderen. Deswegen dachte ich mir, ist das eigentlich perfekt für so eine Challenge. Und zwar habe ich mir die Kleptomanen rausgesucht und Auf doppelter Spur. Beide sind mit Hercule Poirot, mein absoluter Lieblingscharakter. Es ist jetzt 11:45. Um 12 werde ich dann anfangen zu lesen. So, es ist jetzt kurz vorm 12. Es geht also gleich los. Ich habe jetzt hier nochmal eine große Flasche Wasser. Stay hydrated, wie man so gerne sagt. Dann habe ich hier noch ein paar Snacks für später, Salzbrezeln. Und dann habe ich mir auch noch ein paar Sandwiches gemacht. Das ist jetzt mein Mittagessen sozusagen. Das werde ich jetzt nebenbei noch so ein bisschen futtern. Und dann geht's gleich los. Also, ich fange jetzt mit Die Kleptomanen an. Und ich lese euch nochmal fix den Klappentext vor, damit ihr so ungefähr ein Gefühl habt, um was es da überhaupt geht. Wenn eine sonst unfehlbare Sekretärin in einem Brief gleich 3 Tippfehler macht, ist es nicht mehr als eine Fehlleistung. Wenn Ihr Chef aus diesem menschlichen Versagen richtige Rückschlüsse zieht, ist das mehr als eine Meisterleistung. Aber wenn er dabei keinen einzigen Denkfehler macht, ist es nicht mehr als selbstverständlich. Denn der Chef heißt Hercule Poirot. Ist jetzt auch nicht so aufschlussreich, aber let's go. Mein kleines Update, es ist jetzt um 1, ich habe also eine Stunde gelesen und ich bin jetzt bei Seite 50. Bisher ist noch niemand gestorben. Ich weiß allerdings, dass ich die Story kenne und ich habe auch schon die Verfilmung davon gesehen. Es gibt ja eine Poirot-Serie und ich habe auch definitiv die Folge gesehen, aber ich weiß halt wirklich nicht mehr so genau, was passiert, was gut ist, weil es jetzt wieder wie neu für mich ist. Auf jeden Fall werde ich erstmal eine kleine Pause machen für ein paar Minuten, mich mal ein bisschen bewegen, durchs Zimmer laufen, was trinken, meinen Hund kuscheln. Ich habe, wie man sehen kann, auch schon fleißig gesnackt. Getrunken habe ich noch nicht so viel, muss ich auf jeden Fall noch jetzt mal machen. Stay hydrated, everyone. Ganz wichtig. So, es ist jetzt kurz vorm 3. Ich habe jetzt also fast 3 Stunden mit kleiner Pause gelesen. Und ich werde jetzt etwas müde. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich so viel am Stück lese, dann werde ich dann doch mit der Zeit ein wenig schläfrig. Und weil ich jetzt aber kein Nickerchen machen möchte, werde ich mal kurz mit meinem Hund rausgehen, ein bisschen frische Luft schnappen, ein bisschen Sonne auf meiner Haut spüren, in der Hoffnung, dass es mich wieder ein bisschen wacher macht. Denn ich habe ja noch ein bisschen was vor mir, denn es sind ja gerade mal 3 Stunden. Übrigens ist jetzt mittlerweile auch jemand gestorben. Ich bin jetzt gerade auf Seite 109. Ich habe also jetzt schon die Hälfte des Buches geschafft.
Läuft also gut. Es ist jemand gestorben, bin also jetzt bei der Mordermittlung. Ich habe noch keinen Verdacht. Ich bin mal gespannt, wer es sein wird. Meistens habe ich eh nicht recht, wenn es um solche Sachen geht. Aber jetzt geht's raus. Es ist jetzt 5:30 und ich habe Buch Nummer 1 fertig gelesen. Ich muss sagen, dass es jetzt nicht mein neues Agatha Christie Lieblingsbuch wird. Es war auf jeden Fall ein gutes Buch, eine gute Geschichte, es war spannend. Ich hatte zwischendurch immer mal so ein bisschen Probleme, aber ich weiß nicht, ob das jetzt direkt am Buch lag oder einfach nur an meiner Konzentration. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch eine kleine Pause machen, da ich jetzt relativ lange am Stück gelesen habe und ich habe auch vorhin so einen Kaffee getrunken, weil ich wieder diese Müdigkeit verspürt habe. Und dann geht es weiter mit Buch Nummer 2. Und wenn das so weitergeht, dann kann ich vielleicht sogar ein drittes anfangen. Es ist jetzt um 6. Ich weiß nicht, ob ihr die Glocken läuten hören könnt, aber das ist immer das Zeichen, dass es um 6 ist. Und ich werde jetzt mit Auf doppelter Spur anfangen, also mit Buch Nummer 2. Und ich werde euch jetzt auch nochmal ganz fix den Klappentext vorlesen. 2 Dinge fallen der jungen Edna beim Betreten des Zimmers sofort auf. Die vielen Ohren und der Tote auf dem Boden. Schreiend läuft sie aus dem Haus. Während Scotland Yard fieberhaft nach Beweisen sucht, bleibt Hercule Poirot scheinbar ungerührt. Aber seine kleinen grauen Zellen arbeiten auf Hochtouren. Da geschieht auch schon der nächste Mord. Okay, ich bin gespannt. Wie ihr sehen könnt, ist es jetzt dunkel draußen geworden, deswegen auch jetzt diese blöde Beleuchtung. Ich bin irgendwie komplett rot. Ich habe vor uns noch eine Dreiviertelstunde mal eine Pause gemacht, also so ungefähr eine Dreiviertelstunde war es, glaube ich. Habe Abendbrot gegessen und noch ein bisschen mit meiner Familie gequatscht. So ein bisschen soziale Interaktion ist ja dann auch nicht schlecht. Aber ich bin auf jeden Fall schon vorangekommen wieder. Ich bin jetzt auf Seite 70 angelangt. Also ich habe noch ein bisschen was über 100 Seiten jetzt zu lesen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das heute auch noch packen werde. Also es ist jetzt so kurz nach 8. Ich habe jetzt immer so ungefähr 50 Seiten pro Stunde gelesen. Sollte also klappen. Übrigens, lasst mich auf jeden Fall mal in den Kommentaren unten wissen, was denn eigentlich euer Agatha Christie Lieblingsbuch ist. Also sie hat ja wirklich unzählige Bücher und Geschichten geschrieben. Das ist schon absoluter Wahnsinn. Und mich würde es wirklich mal interessieren, welches Buch so euer Favorit ist. Das ist doch immer sehr unterschiedlich. Das Buch, was mich von ihr so am meisten eigentlich umgehauen hat, war And Then There Were None. Dieses Buch, als ich das zu Ende gelesen habe, da saß ich wirklich erstmal da und war erstmal geplättet. Also das hat mich schon ganz schön getroffen. Wenn ihr das noch nicht gelesen habt, dann schreibt es auf jeden Fall auf eure Liste. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist wirklich ein krasses Buch. Diese Frau muss wirklich einen Einfallsreichtum gehabt haben und vor allem auch eine Intelligenz. Also es ist wirklich Wahnsinn, was sie da alles erschaffen hat. Also das könnte ich definitiv nicht. Ich ziehe da absolut meinen Hut vor. Übrigens meine schicke Leselampe.
Definitiv einer meiner besten Anschaffungen überhaupt. Also das ist gerade abends, ist es echt super, sowas zu haben. Man muss ja auch an seine Augen denken. Perfekt. Also wie man unschwer erkennen kann, bin ich gerade an so einem Punkt angelangt, wo mein Gehirn gerade einfach nur Nein sagt. Ich merke gerade wirklich, wie es mir einfach gerade ein bisschen zu viel wird. Also ich liebe ja Lesen, mir macht es unglaublich Spaß. Aber ich merke, wie mein Gehirn einfach gerade was anderes machen möchte. Es ist gerade echt schwer, mich zu konzentrieren. Aber das ist eine Challenge. Und eine Challenge muss ja auch irgendwie challenging sein. Sonst wäre es jetzt zu einfach. Deswegen muss ich jetzt mich ein bisschen zusammenreißen. Und dann schaffe ich das. Übrigens sieht man echt gerade gar nichts. Also das... Wow. Ich habe es geschafft. Ich habe Buch Nummer 2 gelesen. Und ich bin so müde. Es ist jetzt so ungefähr um 11. Die letzten Kapitel, die letzten 100 Seiten haben jetzt wirklich ewig gedauert. Also meine Konzentration hat mich echt ein bisschen verlassen. Ich wurde jetzt auch immer müder, immer müder. Es wurde immer langsamer. Aber ich habe es geschafft. Ich hatte auch zwischendurch wieder so ein paar Vermutungen. Tatsächlich haben auch ein paar davon gestimmt. Nicht alles, aber ein Teil davon. Was mich auch happy macht, muss ich sagen. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal schlafen gehen für ein paar Stunden. Und dann werde ich morgen noch Buch Nummer 3 anfangen und mal schauen, wie viel ich noch schaffe bis morgen um 12. Bisher war es auf jeden Fall schon sehr erfolgreich, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Aber, yay! Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Oder eher grauer Himmel. Es ist jetzt kurz nach um 7 und ich bin endlich erwacht. Ich habe mir einen Kaffee genehmigt. Ich habe tatsächlich lange nicht mehr so viel Kaffee getrunken, aber ich brauche das irgendwie jetzt gerade zur Zeit. Ich bin dann gestern tatsächlich relativ spät ins Bett, weil ich dann wieder total wach geworden bin. Ich habe dann gestern noch mein Haar gewaschen und geduscht und ja, logischerweise bin ich dadurch halt wieder aufgewacht. Habe aber auch meine 7 Stunden geschlafen, die brauche ich auch mindestens. Vielleicht hätte ich wirklich durchmachen sollen, weil es ist ja eigentlich eine 24-Stunden-Challenge. Aber nee, ich konnte es einfach nicht machen, weil das ist für meine Psyche einfach nicht gut, wenn ich nicht schlafe. Wenn ich das jetzt gemacht hätte, dann hätte ich alles über den Haufen geworfen und dann wäre es mir heute auf jeden Fall schlecht gegangen. Und dann geht es weiter mit Buch Nummer 3. Und natürlich wieder Agatha Christie. Jetzt habe ich einmal damit angefangen, jetzt muss ich das auch noch so weiter durchziehen, logischerweise. Diesmal ist es ein Miss Marple Buch, und zwar Karibische Affäre. Ich bin, was Miss Marple betrifft, noch nicht ganz so weit bewandert. Also ich kenne ihre Geschichten jetzt noch nicht ganz so sehr, deswegen sagt mir das jetzt auch noch überhaupt nicht. Ich werde euch jetzt nochmal fix den Klappentext vorlesen. Einem großzügigen Neffen hat Miss Marple es zu verdanken, dass sie auf einer sonnigen Insel in der karibischen See Ferien machen kann. Trotzdem, Miss Marple langweilt sich. Auch die vielen Geschichten, die ihr Major Palgrave erzählt, findet sie nicht amüsant. Doch als der Major behauptet, das Foto eines angeblichen Mörders zu besitzen, horcht sie auf. Am nächsten Morgen ist der Major tot. Miss Marple aber wird quick lebendig. Okay, und hier vorne steht auch noch, durch Mord werden Ferien erst interessant. Wenigstens für Miss Marple. Da es jetzt so kurz nach um 7 ist, habe ich noch so knapp 5 Stunden bis um 12 Zeit. Also ich denke, wenn es so wie gestern läuft, dann schaffe ich das Buch auf jeden Fall. Ich werde jetzt meinen Kaffee schlürfen und ein bisschen Zeit mit Miss Marple verbringen. Es ist jetzt so kurz nach um 9. Ich habe zwischendurch nochmal eine Pause gemacht und nochmal was gefrühstückt. Und ich habe jetzt so ungefähr die Hälfte des Buchs gelesen. Ich bin jetzt auf Seite 75 angelangt.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, heute dauert es echt ein bisschen länger. Also ich hatte ja eigentlich gehofft, dass jetzt nach einer schönen, entspannten Nacht ich wieder ein bisschen Energie habe und vor allem auch Konzentration, welche mir ja dann gestern Abend irgendwie so ein bisschen gefehlt hat. Aber irgendwie wird es immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Es gibt manchmal so Passagen, die ich einfach gar nicht so richtig aufnehmen kann, die ich dann gleich wieder vergesse. Aber ich ziehe das durch. Ich habe jetzt noch ein paar Stunden Zeit. Und auch wenn das jetzt ein bisschen länger dauert, ich will dieses Buch jetzt noch zu Ende lesen. Ich bin jetzt übrigens auf Seite 89 angelangt. Ich habe auch einen Verdacht, wie alles so zusammenhängt. Aber mal schauen, ob ich diesmal recht habe oder nicht. Leider kann ich euch ja nicht sagen, was jetzt genau hier passiert. Also ich könnte es schon, aber ich mache es nicht. Also wirklich, je mehr ich jetzt lese, desto schwerer fällt mir das jetzt alles irgendwie zu verarbeiten. Ich hatte ja auch noch gar keine Zeit, irgendwie so die ersten 2 Bücher mal so richtig zu verarbeiten. Deswegen ist es, glaube ich, auch kein Wunder, warum das gerade so extrem anstrengend ist. Es ist 11:15 und ich habe Buch Nummer 3 beendet. Yes. Ich habe zwischendurch mal wieder einige Pausen gemacht, einfach weil es jetzt wirklich bergab ging. Ich habe jetzt eigentlich noch eine Dreiviertelstunde Zeit bis um 12, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, sozusagen das Ganze ein bisschen früher zu beenden, einfach weil ich mich jetzt nicht mehr dazu in der Lage fühle, jetzt noch Buch Nummer 4 anzufangen. Wenn ich es wirklich wollen würde, dann könnte ich es bestimmt machen, aber dann würde mein Kopf platzen, glaube ich, weil er einfach gerade nicht mehr aufnahmefähig ist. Ich muss das jetzt erstmal alles irgendwie verarbeiten. Ich habe jetzt in der Zeit insgesamt über 500 Seiten gelesen. Ich werde nochmal die reine Lesezeit ausrechnen und die jetzt hier einblenden. Ich bin da gerade dazu nicht in der Lage. Ich bin auf jeden Fall stolz auf mich. 3 Bücher in der Zeit. Ich bin mir sicher, dass bestimmt manche von euch mehr geschafft hätten. Aber für mich ist es auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Ich fand alle 3 Bücher gut. Es fällt mir jetzt schwer, irgendwie einen Favorit rauszupicken. Aber ich empfehle euch auf jeden Fall alle 3 Bücher. Ich werde sie auch nochmal unten in die Beschreibung reinpacken. Agatha Christie ist einfach immer eine gute Idee, würde ich meinen. Ich freue mich jetzt erstmal darauf, was anderes machen zu können. So sehr es auch Spaß gemacht hat, das mal auszuprobieren und mal so ein bisschen an meine Grenzen zu gehen, das reicht jetzt auch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video irgendwie Spaß gemacht hat. An diejenigen, die jetzt immer noch schauen, vielen Dank auf jeden Fall. Bleibt auf jeden Fall gesund, passt auf euch auf und nehmt die ganze Situation, wie sie gerade auf der Welt ist, ernst. Wir müssen jetzt alle zusammenhalten, das wollte ich nochmal loswerden. Danke fürs Anschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Rest des Tages und ich sehe euch dann hoffentlich in einem meiner nächsten Videos. Adios.